Hi, willkommen zum weiteren Teil der großen Arri-Serie. In diesem Teil geht es um das Thema Rental. Was erstmal relativ unspektakulär klingt, ist eigentlich total der interessante Bereich. Es geht eben ums Equipment für Kinofilme wie zum Beispiel Star Wars oder Serien wie Dark und eben noch viele, viele weitere. Es gibt spannendes Equipment zu sehen, wie zum Beispiel den Hexatron, was der so alles kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Oder um die Arri Sky Panels oder die Arri Alexa 65, die es auch nur dort in diesem Bereich eben gibt. Also bleibt auf jeden Fall dran, viel Spaß mit diesem Video. Ja, zunächst wollte ich wissen, warum man sich überhaupt so eine Kamera mieten sollte. Gerade bei so großen Filmproduktionen, die ja teilweise über 2 Monate sich hinwegziehen, wäre es ja wesentlich günstiger, so eine Kamera einfach zu kaufen, als sie zu mieten. Also warum sollte man eine Kamera mieten? Pauschal würde ich das sowieso nicht sagen. Es gibt Kameraleute, die eindeutig ihre eigenen Kameras haben. Das haben wir sehr oft. Die integrieren sie auch mit unseren, weil es dann oft nicht genug ist, gerade bei größeren Projekten. Ob jetzt einer eine Kamera selbst amortisieren kann, das muss er selber wissen, weil jeder Regisseur will andere Linsen, andere Kameras, andere was auch immer haben. Das ist nicht ganz so einfach. Und was ist jetzt so der große Vorteil vom Mieten jetzt im Vergleich zum Service? Das ist wie wenn du dir ein Auto mietest. Wenn es kaputt geht, brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay, das heißt, man gibt dann einfach das Zeug zurück und der... Ja, man schreit laut und dann kommt Hilfe und die richten die Kamera oder tun sie austauschen gegen andere. Hier werden die DNA-Linsen gebaut, die baut der Rental für sich selber. Das ist ein Rental-eigenes Produkt. Also es sind keine Serienproduktionen? Nein, das sind Objektive für die 65mm Kamera. Okay, also ganz speziell. Für die Alexa 65. Ja. Wir zeichnen den Sensor aus von der 65 und speziellen Look für die Kunden abgestimmt. Da kann man den Vergleich recht schön sehen. Das Topmodell Prime 65, dann von ganz früher, von der Filmkamera 765, die Vintage-Linsen. Die wo nach wie vor auch mit einem speziellen Adapter auf die 65 digital gehen, was auch wieder einen speziellen Look hat. Die Prime S so als Mittelding und unsere silbernen, die DNAs, wo eben diesen Filmlook wieder aufleben lassen sozusagen. Die gehen auch später für die LF, oder? Da wird's einen ja, genau. Da sind wir auch schon dran, dass man das dann dementsprechend umbaut, dass die auch auf DLF funktionieren. Die kommen her und wir stellen ihnen alles zur Verfügung, vielleicht schon ein bisschen Vorinformationen, dann schauen sie sich das an, drehen damit, werten die Bilder aus und dann meistens geht es zur Zeit auf die DNAs hinaus. Okay, ja. Ich bin eher so ein Vintage-Fan. So eben, das ist ja auch so Vintage, genau die Richtung ist das. Ja, jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge gesehen. Was für Produktionen wurden denn jetzt hier schon mit eurem Equipment sozusagen gedreht? Also von den namhaften haben wir Dark, Blade Runner war ein großes Projekt, was wir hatten. Und dann Berlin Station, das sind halt die Berlin-Sachen, die sehr populär sind und gut laufen. Weil bei uns die München ist vom Standort her nicht so prickelnd. Okay, also München wird nicht so viel produziert leider. Ja. Stimmt jetzt nicht ganz. Nächste Woche und übernächste Woche gehen 4 Projekte gleichzeitig raus, was gut ist. Aber die Hauptproduktionsstandorte für uns sind Berlin, Budapest und Prag. Ja, Budapest habe ich vorhin schon gehört, dass es da ganz gut läuft. Budapest ist richtig gut. Da wird viel, große Studios, große Projekte, schön. Viel so Netflix-Serien, die wir dort machen. So, ich sehe jetzt hier wieder eine Leinwand. Was ist das für ein Raum? Was machen wir hier? Das ist ein Rental-Kino, ein 4K-Kino, wo man Objektivtests, Kameratests, Make-up-Tests zeigen kann und vergleichen kann. Das heißt, ein Kameramann, der sich irgendwie für eine Kamera interessiert, die er sich ausleihen möchte, kann... Und sich nicht sicher ist, welche Serie Optiken der nimmt, kann er hier beide mit irgendwas drehen, ob es jetzt nur Testtafeln sind oder eben auch draußen und dann hier reinkommen und sich das anschauen. Und sich dann entscheiden, was er denn, welche er nimmt. Jetzt fragt ihr euch sicher, was dieses Gerät hier mit Filmproduktion zu tun hat. Das ist der sogenannte Hexatron. Das ist ein Wagen, mit dem man sogenannte Jibs, also so Kamerakräne, im Gelände ganz einfach verschieben kann. Früher war es so, dass Kräne immer per Hand verschoben werden mussten von einem Team von 4 bis 8 Mann ungefähr. Und das war dann natürlich zu kostenintensiv und zu aufwendig. Deshalb hat Arri den Hexatron entworfen. Den gibt es weltweit nur 3 Mal. Und mit dem kann man eben so große Kamerakräne super einfach im Gelände verschieben. Jetzt sind wir in der Lampenhalle und zwar im Herrichtplatz. Hier werden die Ausrüstungen, die aus dem Lager kommen, von den Technikern geprüft, getestet, hier hingestellt, so wie die Produktionen es bestellt haben. Und die Produktionen kommen dann, testen es nochmal für sich selber, stellen es, wie sie es wollen, zusammen in den Wägen und fahren es dann in die bereitgestellten LKWs.
Ja, das war der ARRI Rental Bereich, ist also auch ein sehr großer Bereich und von dort kommt halt eben sehr viel Equipment für bekannte Hollywood-Filme oder Netflix-Serien und so weiter. Ist also auch ein sehr, sehr cooler Bereich. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.